Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. In den letzten Wochen waren wir mit diesem Bike hier unterwegs, dem Trek Fetch Plus 2. Aber was macht dieses Bike eigentlich so besonders? Und wie variabel ist es? Und kann es die Erwartung erfüllen, die der Markenname mit sich bringt? Das Trek war länger als üblich bei uns im Einsatz. Wir haben es den August, September und den kompletten Oktober über gehabt, also 3 Monate lang, und konnten wirklich alles erleben, was wir im Alltag mit so einem Lastenrad halt erleben. Und wir konnten damit auch so einen kleinen Campingausflug im Sommer machen. Wenn euch das Video interessiert, das verlinke ich euch jetzt mal hier oben irgendwo. Und ich habe euch dieses Bike auch schon einmal vorgestellt, mit allen Einzelheiten, allen Daten und Fakten etc. Das mache ich in diesem Video nicht nochmal. Deshalb, wenn euch das interessiert, dann guckt gerne mal das erste Video zu diesem Bike. Das verlinke ich euch jetzt auch nochmal hier oben. In diesem Video werden wir dieses Rad nämlich einmal bewerten, und zwar nach der Radelbande Bewertungsmatrix. Das sind 2 übergeordnete Kategorien, einmal Fahrrad und einmal Lastenrad, mit jeweils 5 Kriterien, nach denen wir das einmal nach und nach betrachten wollen. Aber bevor wir das machen, habe ich noch 3 Alternativen für euch. Einmal das Moustache Landy Vent oder so. Das ist ein 20 Zoll Longtail, ebenfalls mit einem kompletten starren Aluminiumrahmen, so wie dieses Fahrrad hier. Ist nochmal minimal kürzer, hat aber den gleichen starken Motor, ist im Gegenzug aber auch etwas teurer als das Trek Fetch Plus 2. Dann das Yuba Fast Track. Das ist ebenfalls ein 20 Zoll Longtail mit einem Aluminiumrahmen, aber mit einer Federgabel vorne. Hat ein sehr innovatives Gepäckträgersystem, das finde ich ziemlich spannend. Ist mit einem etwas schwächeren Motor ausgestattet, ebenfalls mit einer 10-fach Kettenschaltung, aber dafür ist es auch deutlich günstiger als das Trek Fetch Plus 2. Und die dritte Alternative, das Beachy Carpace Just Long. Kommt nicht mit einem starren Alurahmen, sondern mit einem starren Stahlrahmen, hat ebenfalls einen Shimano-Motor wie das Yuba und keine Kettenschaltung, sondern eine Nabenschaltung. Ist ebenfalls deutlich günstiger als das Trek, selbst mit dem stärkeren Motor, mit dem Shimano EP8, und spielt so in dem gleichen Ballpark wie die 2 vorher genannten Alternativen und auch wie das Trek Fetch Plus 2. Und jetzt gehen wir mal auf den ersten Punkt der Bewertungsmatrix ein, nämlich die Fahrdynamik. Als verhältnismäßig kurzes und kompaktes Longtail fährt sich das Trek Fetch Plus 2 sehr agil. Also der Motor hat genug Power, um auch das schwer beladene Fahrrad ordentlich voranzubringen, wo natürlich auch die Kettenschaltung ihren Teil zu beiträgt. Bei der Fahrt ist mir aufgefallen, dass durch die geringe Größe hier vorne der Lenker recht nah an meine Knie kommt mit 1,96 m, was aber auch nicht verwunderlich ist, denn Trek sagt, dass Menschen zwischen 1,57 m und 1,90 m auf dem Fahrrad fahren können. Ich bin also tatsächlich zu groß dafür. Das habe ich auch gemerkt. Aber es muss ja auch nicht jedes Rad für mich passen, sondern Menschen unter 1,90 m können da auf jeden Fall sehr entspannt mitfahren. Meine Mutter ist damit gefahren mit 1,67 m und auch meine Frau mit 1,62 m, und die waren beide sehr zufrieden. Von der Fahrdynamik ist es so, dass der Radstand verhältnismäßig lang ist für dieses Fahrrad. Also es ist länger als bei einem normalen Fahrrad. Das heißt, es fährt sich vielleicht etwas LKW-artiger. Es geht nicht ganz so schnell durch eine Kurve, sondern das Heck zieht ein bisschen hinter sich her. Und was mir auch aufgefallen ist, dass der Rahmen hier gerade in diesem Bereich hier unten ein bisschen weich ist. Also wenn man schwer ist, so wie ich, dann kann es beim kräftigen Treten schon mal sein, dass sich der Rahmen so ein bisschen nach links und rechts verzieht. Schwere Last hier hinten drauf allerdings habe ich nicht festgestellt, dass das irgendwie einen großen Einfluss auf die Fahrdynamik hat. Was dann während der Fahrt auch aufgefallen ist, dass es so ein bisschen zu einem Schlackern kommt, je nach Beladungssituation. Da muss man einfach darauf aufpassen, dass beide Hände immer am Lenker sind. Dadurch, dass Trek hier komplett auf eine Federung verzichtet, sondern dafür auf die dicken Schwalbe-Pickup-Reifen setzt, kommt es doch bisweilen vor, dass man über Kanten irgendwie rüberrumpeln muss. Die Reifen schlucken schon einiges weg, können aber ab und zu eine Federung nicht ganz ersetzen. Ansonsten fällt auf, dass das Rad während der Fahrt keine Fragen aufwirft. Man stellt den Sattel ein, setzt sich drauf, schaltet den Motor ein und fährt einfach los. Bei Kurvenfahrten ist es so, dass das Rad vielleicht etwas träger reagiert, was nicht nur aufgrund des hohen Radstands kommt, sondern auch aufgrund des verhältnismäßig flachen Lenkwinkels. Es fährt sich insgesamt aber so, dass man damit wirklich sicher und fahraktiv unterwegs sein kann. Besonders halt, wenn man unter 1,90 m ist. Der zweite Punkt in der Bewertungsmatrix ist Design, Konstruktion und Innovation. Und wir haben hier natürlich ein klassisches 20 Zoll Longtail vor uns, das sich aber durch diese Trek-typischen Details, die ich im ersten Video schon genannt habe, doch
teilweise deutlich von den anderen Rädern in diesem Bereich unterscheidet. Es ist jetzt kein außergewöhnlich expressives Design, aber es hat schon eine eigene Formsprache. Auch, dass hier diese Körbe hinten und vorne, links und rechts eben montiert werden können, das gibt dem Rad insgesamt eine sehr eigenständige Optik. Hier vorne finde ich dann noch bemerkenswert, dass die Züge eben hier oben sauber in den Rahmen geführt werden über das Steuerrohr. Dadurch gibt es hier ebenfalls eine sehr schöne Form und es kann nichts irgendwo hängen bleiben und es lässt sich auch insgesamt sehr einfach reinigen. Diesen außergewöhnlich niedrigen Einstieg habe ich ja schon genannt, der ist wirklich sehr gut und was auch für einige relevant ist, dass der Gepäckträger hier fest mit dem Rahmen verschweißt ist und nicht aufgesetzt wird, was auch für die Förderung in manchen Ländern von einem Lastenrad notwendig ist. So ein Detail wie diese Feder hier mutet vielleicht etwas anachronistisch an, aber insgesamt ist das ein modern gezeichnetes und auch modern sich anfühlendes Longtail-Lastenrad. Im Bereich der Innovation haben wir das smarte System, das definitiv zukunftssicher ist, auch gleich mit dem Smartphone Grip, das nicht unbedingt jedem gefällt, aber viele Optionen bietet. Ein Konstruktionsdetail bei diesen Boxen ist, dass das natürlich ein ziemlich großer Resonanzkörper ist. Wenn da also keine Taschen drin sind, sondern nur zum Beispiel ein Schloss drin liegt oder so Kleinkram, dann klappert das teilweise ganz schön laut von hinten raus. Und der nächste Punkt ist die Ausstattung. Trek hat durch die Größe des Unternehmens den Vorteil, dass sie eine eigene Ausstattungslinie haben unter dem Markennamen Bontrager. Und deshalb sind Pedale, Sattel und Griffe allesamt von Bontrager. Und das ist insgesamt eine gute Wahl. Die Pedale haben guten Grip, fassen sich allerdings ein bisschen plastikmäßig an. Der Sattel ist sehr komfortabel, hat hier einen Ausschnitt, damit der Druck von der Dammregion etwas reduziert wird. Der hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Und auch die Griffe, die fassen sich gut und hochwertig an und haben hier noch so einen Flügel, damit die Hand eben gut darauf ruhen kann. Die Klinge, die ist halt da. Aber was sehr gut ist, ist halt die bereits erwähnte Ausstattung hier mit dem smarten System, mit der LED-Remote etc. Der 500 Wattstunden Akku ist für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu klein. Für uns im Alltag hat er auf jeden Fall für unsere Tagestouren gereicht und hat uns sogar in einer Tour von Lübeck zu unserem Campingplatz und auch wieder zurückgebracht. Mit gut und gerne knapp 50 Kilometern und da war noch ein bisschen was drin, also das war wirklich kein Problem. Aber ich kann verstehen, wenn ihr in einer bergigen Gegend wohnt, da wird der Akku tendenziell noch mal deutlich schneller leer gesaugt. Da wären 625 Wattstunden Akku vielleicht noch mal etwas schöner gewesen. Und es lässt sich halt auch nicht einfach irgendein anderer Akku hier reinsetzen, dadurch, dass er fest hier mit diesem Seitenteil verbunden ist. Von der weiteren Ausstattung, also Beleuchtung, Bremsen, Reifen etc., ist das Trek Fetch Plus 2 gut ausgestattet, ohne aber besondere Highlights zu setzen. Was besonders ist, dass in der Grundausstattung die Schutzbleche nicht mitgeliefert werden. Die muss man extra bestellen, so wie das auch bei uns der Fall war. Auf jeden Fall könnt ihr euch die Farbe der Schutzbleche dann aber aussuchen, was ich ein ganz nettes Detail finde, aber das dürft ihr bei der Bestellung nicht vergessen. Und da sind wir auch schon beim Preis. Mit einem Basispreis von 4.999 € unverbindlicher Preisempfehlung ist das Trek Fetch Plus 2 eines der günstigsten Lastenräder, die man mit einem Bosch Cargoline Motor bekommen kann. Die genannten Alternativen mit Shimano Motor sind zwar im Grundpreis deutlich günstiger als dieses Bike hier, allerdings habe ich das Fetch Plus 2 auch schon für 3.999 € gesehen. Und das ist dann schon für ein Bike mit einem Cargoline Motor schon ein echt guter Preis. Also vom Grundpreis für eine unverbindliche Preisempfehlung für 4.999 €, da kommt natürlich noch einiges dazu, zum Beispiel die Schutzbleche. Also wenn man so die Ausstattung betrachtet und das, was es alles kann, ist das schon ein sehr konkurrenzfähiger Preis. Auch besonders dann, wenn es um die Qualität geht. Denn das ist der nächste Punkt in der Radelbeine-Bewertungsmatrix. Trek hat natürlich eine sehr lange Erfahrung mit den Zulieferern und eine sehr hohe Fertigungskompetenz. Und daher hat das Rad auch eine sehr hohe Rahmenqualität. Die Schweißnähte sehen gut aus, die Beschichtung bzw. Lackierung sieht gut aus und die Rahmenform etc. Das ist alles wirklich schön gemacht. Jetzt im Laufe der Nutzung, auch von den Testern, die vor mir dieses Rad hatten, sind zwar schon ein paar Kratzer etc. reingekommen, aber nichts, was irgendwie außerhalb des
üblichen Bereiches liegt bei einer intensiven Nutzung. Wo man einfach ein Auge drauf werfen muss, ist natürlich die Kette. Die muss man regelmäßig pflegen, was allerdings durch diese Konstruktion auch recht einfach geht, da im komplett leeren Zustand das Hinterrad auf dem Ständer in der Luft hängt. Das heißt, man kann einfach den Antrieb drehen und die Kette dann einmal reinigen und neu schmieren. Das ist allerdings durch die Konstruktion hier auch öfter notwendig als bei anderen Rädern, dadurch, dass die Kette auch durch das sehr lange Schaltwerk niedriger hängt als bei anderen Rädern. Und auch beim Schaltwerk muss man ab und zu mal gucken, dass man, je nachdem wo man lang fährt, nicht irgendwo gegenfährt, weil bei Kannsteinen etc. kann es durch diese Länge des Schaltwerks durchaus mal sein, dass es gegen den Kannstein prallt und sich dann verstellt. Also da muss man so ein bisschen drauf achten. Der Kettentrieb muss regelmäßig sauber gehalten werden, geschmiert werden und auch auf die Einstellung des Schaltwerks muss geachtet werden. Darum kann man sich natürlich selber kümmern, aber wenn das Rad dann doch mal in die Wartung oder zur Reparatur gehen muss, dann gibt es jede Menge Treckhändler, die sich auf jeden Fall darum kümmern können. Und das ganze Rad ist auch so konzipiert, dass es mit wenig proprietären Teilen auskommt, sodass man im Zweifel auch selber bei vielen Teilen was machen kann und die reparieren kann bzw. austauschen kann. Der Gesamteindruck der Qualität ist also gut. Das Track ist sauber verarbeitet und hat nur wenige Punkte, wo man regelmäßig ran muss. Durch die Konstruktion muss man an diese Punkte dann aber vielleicht ein bisschen öfter ran als bei anderen Rädern. Und jetzt waren das alle Punkte aus dem Bereich Fahrrad und jetzt geht es um den Bereich Lastenrad. Und wir beginnen mit der Variabilität. Das Trackfetch Plus 2 ist ein Entweder-oder-Rad. Man muss sich vorher entscheiden, was man mit diesem Rad machen möchte, bevor man losfährt. Allgemein sind diese Boxen hier hinten meines Erachtens wirklich gut. Einfach Dinge hier reinstellen zu können, reinschmeißen zu können, das hat uns den Alltag teilweise deutlich erleichtert, weil man nicht immer irgendwie gucken musste, wo tut man jetzt die Rucksäcke der Kinder hin, wie kann man die irgendwie verzurren, passen trotzdem noch irgendwelche Sachen, die Kinder hinten drauf etc., sondern das hat wirklich einfach funktioniert. Diese kleinen Boxen hier vorne, die ich im ersten Video erwähnt habe, die konnte ich jetzt leider auch im Verlaufe des Testes nicht mehr testen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass die gerade für kleinere, leichtere Dinge sehr gut geeignet sind. Man da aber aufpassen muss, dass man sie nicht einseitig belädt, sondern dass beide Seiten möglichst ausgeglichen sind. Die insgesamte Belastungskapazität vom Trackfetch Plus 2 ist branchenüblich und hinten auf den Gepäckträger kann genug Last geladen werden, um wirklich die meisten Aufgaben des Alltags zu erfüllen. Das Thema Eurobox allerdings ist so eine Sache. Hier mit dieser verbauten Rückenstütze passt eine Eurobox nicht rein. Das passt minimal nicht. Wenn man die abnimmt, passt eine Eurobox hier hinten rein und die kann auch nicht so einfach nach hinten abhauen, dadurch, dass diese Bügel das hier beschränken. Allerdings diese verbauten Sitzpolster hier, die sind durch ihre Form nicht so gut geeignet, eine Eurobox aufzunehmen. Das heißt, wenn man ernsthafterweise eine Eurobox oder irgendeine andere Box hier auf diesem Gepäckträger transportieren möchte, dann müsste man vorher die Sitze abnehmen, was eben nicht mal schnell gemacht ist, dadurch, dass die mit 4 Muttern von unten befestigt sind. Was man allerdings auch wissen muss, dass hier klassische Packtaschen, wenn diese Kisten hier nicht montiert sind, nur dann Platz finden, wenn hier keine Kindersitze montiert sind. Dadurch, dass hier keine weitere Strebe hier unten ist. Eine Anhängerkupplung ließe sich mittels eines Steckachsenadapters zwar schon montieren, aber nur dann, wenn diese Kiste hier und auch das Board hier unten demontiert sind. Also insgesamt lässt sich das Trackfetch Plus 2 schon variabel einsetzen, aber der Wechsel zwischen den einzelnen Modi fällt dem Rad halt schwer. Wir waren im Alltag aber sowieso eher so unterwegs, mit einem Kindersitz hinten drauf, denn wir haben Kinder. Und darum geht es jetzt, Sitzbank bzw. die Kindersitze. Und das Interessante hier ist halt, hier haben wir wieder das Problem mit dieser Rückenstütze. Wenn hier 2 ältere Kinder drauf sitzen, dann passen die hervorragend hier drauf mit dieser Rückenstütze. Wenn allerdings ein kleineres Kind hier mitfahren soll, mit einem Kleinkindsitz bzw. hier so einem richtig großen klassischen Sitz, dann muss man das hier abbauen und im Zweifel, wenn man das umbauen möchte, hier mitführen. Auf jeden Fall, dadurch, dass hier hinten keine Grenze ist, kann so eine Wippfunktion natürlich ohne Probleme arbeiten oder auch wenn ihr einen Kindersitz habt mit einer Liegefunktion, dann funktioniert das auch hervorragend. Und was dann auch gut ist, dass dieser Sitz hier sich trotz dieser Kisten montieren lässt. Das heißt, hier drunter ist noch jede Menge Platz für allen möglichen Kleinkram und auch wenn die Kinder, und das haben wir tatsächlich schon mitmachen müssen, wenn die Kinder hier oben mit irgendwas spielen und das dann runterfällt,
dann fällt es in der Regel nicht vom Fahrrad runter, sondern fällt einfach hier in diese Box rein. Das ist ziemlich gut. Der Sitz hier vorne, der zweimal bei diesem Family Kit mit dabei ist, der ist gut gepolstert, der lässt sich einfach abwischen, wenn es mal nass sein sollte. Und durch diese kleine Kante hier hinten gibt es so eine Art Rückenlehne, beziehungsweise das Kind weiß ganz genau, wo hinten ist. Und wenn Sie hier drin sitzen, dann stellen Sie natürlich Ihre Füße in diese Box rein. Und auch hier ist der Abstand nach vorne hin groß genug, damit die Füße auch ganz einfach Platz finden und geschützt sind. Also insgesamt gefällt mir das mit den Sitzen gut. Es ist das gleiche Thema wie mit der Variabilität. Man muss sich halt vorher entscheiden, wie man unterwegs sein möchte und was einen auf der Fahrt so ereilen könnte. Man kann nicht unbedingt spontan auf wechselnde Situationen reagieren mit diesem Rad. Und schon sind wir beim Punkt Zubehör, denn das Zubehör macht das Lastenrad. Und auch hier ist das der Fall. Einfach nur ohne irgendwelche Ausstattung, ohne irgendwelches Zubehör hätte es noch nicht mal Schutzbleche. Aber dafür sind diese Trittbretter hinten schon dabei, um zumindest die grundsätzlichen Transportaufgaben zu erfüllen. Allerdings durch diese Kisten hier hinten drauf, durch das Family Kit, wird das Rad erst so richtig komplett. Man kann natürlich von diesen Kisten halten, was man will, aber die sind gut verarbeitet. Die sind langlebig. Wir haben da jetzt echt immer alles einfach nur reingeschmissen. Die haben natürlich ein paar Kratzer davon getragen, aber es ist auch nichts kaputt gegangen oder so. Was noch super wäre, wäre die Möglichkeit, hier diesen Raum in der Mitte besser nutzen zu können. Entweder durch eine Akkuaufnahme, eine zusätzliche Tasche, um Dinge zu verstauen, eventuell auch Dinge abgeschlossen zu verstauen. Möglichkeiten, um hier diese Boxen auch bei Regen zum Beispiel zu verschließen, wenn hier keine Kinder hinten drauf sitzen sollen, einfach Dinge trocken hier drin lagern zu können. Und ich glaube auch, ein klassischer Frontgepäckträger würde den Einsatzbereich dieses Bikes auch nochmal deutlich erhöhen, den man dann eventuell für sich genommen oder auch in Kombination mit diesen beiden Fronttaschen dann nutzen könnte. Insgesamt bietet das Trek Fetch Plus 2 vom Zubehör erstmal grundsätzlich das, was man von einem klassischen Longtail erwarten kann. Und ich finde auch gerade diese Lösung hier mit diesen Boxen ziemlich cool. Wenn es allerdings noch maßgeschneiderte Taschenlösungen gäbe als Option, dann wäre das natürlich auch super. Also insgesamt gibt es noch einige Möglichkeiten für tolles Zubehör beim Trek Fetch Plus 2. Das, was allerdings da ist, das ist gut gemacht. Und der vorletzte Punkt in der Radelbahn Bewertungsmatrix ist der Punkt Parken und Rangieren. Wir nehmen das Rad mal vom Ständer, was wirklich einfach gelingt. Und der Ständer klappt hier wirklich vollständig unter diese Box drunter mit einem satten Klack. Und das Rad lässt sich durch seine geringe Größe und sein verhältnismäßig leichtes Gewicht wirklich sehr einfach rangieren. Und dadurch, dass es auch, da kommt dann wieder diese Feder zugute, die sorgt dann dafür, dass der Lenker nicht komplett umschlägt, sondern dass man das Rad auch verhältnismäßig einfach hier mit einem leichten Schubs rangieren kann. Wenn man dann das Rad auf den Ständer stellen möchte, dann nutzt man einfach diesen kleinen Hebel hier und zieht das Rad nach hinten und schon steht es sicher. Und da kommt wieder dieser sehr breite Ständer zum Einsatz, weil der ist wirklich stabil. Selbst wenn die Kinder hier selber draufsteigen wollen, dann muss man schon sehr stark daran ziehen, um das Rad irgendwie zur Seite oder zum Kippen zu bekommen. Das hat Trek wirklich gut gelöst. Man muss allerdings auf die linke Seite absteigen, um dann den Ständer mit diesen montierten Boxen betätigen zu können. Wenn man dann einen guten Parkplatz gefunden hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Rad anzuschließen. Dadurch, dass der Gepäckträger hier verschweißt ist und nicht angeschraubt, kann man auch einfach ein Schloss zum Beispiel hier durchziehen oder hier unten. Hier vorne gibt es eine sehr gute Möglichkeit, um ein Schloss durchzuziehen, entweder hier rum oder darum. Und auch hier hinten kann man ein Schloss einfach durchziehen an diesem kleinen Gepäckträgerstück. Was es allerdings nicht gibt, ist ein fest verbautes Speichenschloss. Also insgesamt vom Parken und Rangieren gelingt das beim Trek Fetch Plus 2 verhältnismäßig einfach. Der große Lenkeinschlag, die geringe Größe, der tiefe Schwerpunkt macht es sehr einfach. Wo man allerdings aufpassen muss, ist so ein bisschen bei der Breite des Fahrrads. Denn enge Durchgänge könnten durch diese festen Boxen teilweise schon zum Problem werden. Und jetzt, wo wir so stehen, sprechen wir doch mal über den letzten Punkt in der Radelbahn Bewertungsmatrix,
nämlich die Sicherheit. Durch diesen niedrigen Schwerpunkt, die geringe Größe und das sehr intuitive Fahrverhalten fährt sich das Trek Fetch Plus 2 von Anfang an sehr sicher. Es gibt keine Fragen, die Sitzposition ist verhältnismäßig aufrecht, der Lenker ist schön breit, um eine große Kontrolle zu vermitteln. Und es gibt einfach bei der Bedienung keine Fragen. Die Bremsen funktionieren gut, die Bremshebel sind ausreichend breit und haben einen guten Druckpunkt, um wirklich auch die Bremsen nicht immer eine volle Granate bremsen zu können, sondern auch langsam und sachte bremsen zu können. Das gefällt mir ebenfalls gut. Bei der Beleuchtung macht der Scheinwerfer einen guten Job. Der ist schön hell, der hat ein breites Leuchtbild und eine schöne Leuchtfarbe auch. Die Rückleuchte ist ebenfalls schön hell, ist schön weit hinten montiert, sodass man das auch gut von der Seite sehen kann und wird nicht von den Boxen irgendwie verdeckt. Was dann auch gut ist, ist die Reflektorensituation. Denn wenn man das Rad in der Nacht anleuchtet, dann leuchtet es an mehreren Punkten zurück. Und man kann auch ganz genau sehen, wie breit das Fahrrad tatsächlich ist. Und jemand, der hinter dir fährt, der vermutet nicht ein ganz schmales Fahrrad, sondern der kann einfach sehen, dass es hier ein verhältnismäßig breites Fahrrad ist. Bei der Sicherheit für die kleinen Passagiere ist das so, dass die hier hinten grundsätzlich sicher drauf sitzen. Dieser Bügel, der ist sehr stabil, der fasst sich auch gut an, ist auch noch mal weiter von den Kindern weg, als das bei anderen Rädern der Fall ist. Er ist allerdings nur einarmig ausgeführt. Was allerdings hier diese Boxen und auch diese Fußleisten tun, die sind verhältnismäßig breit und dadurch ist die Gefahr, dass die Kinder dann mit ihren Händen auf den Boden kommen, noch mal verringert. Und das Schöne ist, durch diese festen Boxen, die sich auch nicht so einfach eindrücken lassen, sind die Füße und Beine der Kinder hier ganz gut drin geschützt. Also insgesamt bin ich von der Sicherheit zufrieden. Es sind nur Kleinigkeiten, die es auf das nächste Level heben würden, wie zum Beispiel Fernlicht und Bremslicht, was allerdings in dieser Preisklasse auch unüblich ist. Und diese zweite Strebe hier an diesem Bügel, die wäre auch noch trotz dieser Boxen gut. Das ist die Radlbande-Bewertung fürs Trek Fetch Plus 2. Aber für wen ist es jetzt am besten geeignet? Und ich muss gleich zu Anfang sagen, es fallen zwei Personengruppen raus. Personengruppe 1, große Leute. Schade. Und die zweite Personengruppe sind Leute, die ihr Rad mehrmals am Tag für verschiedene Dinge nutzen wollen. Denn man muss sich einfach entscheiden, will ich das Trek Fetch Plus 2 für den Kindertransport oder will ich es für den Warentransport haben. Schnell mal eben wechseln funktioniert bei diesem Rad nicht. Ansonsten aber erfüllt es wirklich alle Anforderungen, die man an so ein Longtail haben kann. Die Kindersitzlösung, mit dem bin ich zufrieden. Diese Boxen hier, mit dem bin ich ebenfalls zufrieden. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem sehr kompakten Longtail und nicht allzu groß seid, dann würde es auf jeden Fall sich lohnen, einmal zum Trek-Händler zu gehen und sich dieses Rad einmal ganz genau anzuschauen. Aber was meint ihr jetzt zu diesem Bike? Würde euch die etwas umständliche Wandlungsfähigkeit im Alltag stören oder seid ihr eh immer in einer Konfiguration unterwegs? Und was haltet ihr von diesen Boxen, die nach oben offen sind? Sagt es mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann.